Die North Coast 500 ist immer für eine Überraschung gut. Zum Beispiel für diesen wunderbaren Strand. Folgt uns weiter auf einen wilden Ritt im noch wilderen Westen Schottlands, über Liverpool mit Speedbootfahrten, einsamen Schluchten. Und wir stellen uns die Frage, ob es das Wetter schafft, mich mental zu brechen. Ist das alles, was du drauf hast? Wir starten in Durness, frisch gestärkt von einer Loaded Fries Cheeseburger Style aus dem letzten Video und fahren noch ein gutes Stück weiter, bis wir schließlich abends in Skourie ankommen. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier in Skourie auf dem Campingplatz mit einer fantastischen, unglaublichen Aussicht. Ich muss ja sagen, mittlerweile komme ich lieber auf Campingplätze als auf Stellplätze, wenn man dafür als Gegenleistung so eine Aussicht bekommt. Shut up and take my money. Die Campingplätze haben tatsächlich die schönsten Aussichten und die schönsten Plätze. Ja, und dann nimmt man auch mal in Kauf, dass die Nacht etwas unruhig ist. Wir stehen hier ja nun sehr hoch und es war so windig heute Nacht. Also geschlafen war jetzt nicht optimal, aber wer will schlafen, wenn er Aussicht hat? So. Wir sehen uns später. Jetzt geht's auf alle Fälle erstmal zur Let's Go Bridge. Vorsichtiges Antasten. Hier ist nämlich alles Rasen. Ich dachte auch gerade nicht gleich eine Schlammschlacht starten hier. So. Here we go. Ich fragte den Platzwart gestern, ob ich irgendwas zum Auschecken machen muss. Und er meinte nur freundlich winken. Also, here we go. Wir stoppen am Wailing Widow Wasserfall. Wie man sieht, die Parkplatzsituation ist ein bisschen eng. Insofern empfiehlt es sich, früh anzureisen und unbedingt festes Schuhwerk mitnehmen. Die Wanderung selber ist ziemlich kurz und eigentlich schnell gemacht.
fahren einen kleinen Umweg. Das nächste Highlight können wir uns einfach nicht entgehen lassen, den Akmelvik Beach. Wir stoppen in Loch Linver, lassen den Wagen dort stehen und fahren das letzte Stück mit Rädern, da vor der Strecke immer wieder gewarnt wird, da es aufgrund von zu hohem Gegenverkehrsaufkommen und besonders engen Stellen schon mal brenzlig werden kann. Quasi direkt nebenan, im Loch Assynt, befindet sich das Artwerk Castle, dem wir auch noch eben einen Besuch abstatten. So landen wir nach einem aufregenden Tag am Knockangrek National Nature Reserve, wo man direkt mit dem Wohnmobil stehen kann und die gesamte Landschaft den ganzen Abend im Blick hat. Wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns hier am Knockangrek, wo wir auch übernachtet haben. Und dies soll die älteste Steinformation Europas sein. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Die Aussicht ist schon mal schön. Es ist jetzt gerade trocken geworden. Es ist heute richtig kalt, deswegen bin ich auch richtig dick angezogen. Aber wir bewegen uns jetzt ja. Aber schaut mal. Wunderschön. So, wir müssen übrigens total bekloppt sein. Wir haben gerade bei Windstärke 6 eine Speedboat-Tour zu den äußeren Inseln hier gebucht. Whale-Watching, Delfin-Watching von allerlei andere Getierchen. Ja, dann gucken wir mal, dass wir in die Anzüge reinkommen und wie das Ganze ausgeht. Ich hätte gesagt, so rüber, dass der Gurt hinten ist. Ja, das muss doch zwischen die Beine, oder nicht? Ja, wahrscheinlich, ne? Your arm is it going into A? Yeah. Nice. The orange boat, Carlos is there for you. Thanks. Ja. I like it so much.
The funny thing is, she's seasick, but not on, Not on this way. not on speedboats, just on big vessels. Oh, yeah. Oh, Titanic. No, perfect. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Mikrofon gehört hat, aber das war gerade die Titelmelodie von Titanic. Schönen guten Morgen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Also wir würden... Das würde ich nicht klauen. Also wir würden ja gerne öfter mal außerhalb des Fahrzeugs filmen. Aber wenn man jetzt mal so nach draußen guckt, dann habe ich da irgendwie keinen Bock drauf. Wir fahren auf alle Fälle heute weiter Richtung Victoria Falls und zum Corychelloch Gorge und gucken uns das an und mal gucken, wie viel Liter wir heute abkriegen. Wir haben gestern noch nicht genug Wasser gehabt. So, jetzt geht's aber los. Also wir stehen hier gerade beim Abwasser ablassen. Naja, wir wollen. Ja, also wir wollen Abwasser ablassen bzw. Frischwasser zapfen. Das Problem ist, ich muss dafür die Hecktür aufmachen. Und das ist irgendwie bei gefühlt Windstärke 7 bis 8. Und der Wagen wird hier regelmäßig aus den Federn gehoben. Ein bisschen Ich glaube, schwierig. man sieht das an der Wäsche vor uns ganz gut, was hier gerade los ist. Ja, Lieber eine Gott, Wäsche du hast ist mir das Können genommen, jetzt nimm mir auch das Wollen. Hey, das ist nicht wahr. Warte mal, ich versuche mal, ob ich den Schlauch hinten rauskriege. Wir brauchen gar nicht weit fahren.
um uns bei der nächsten Attraktion einzufinden. Der Corycell of George. Wir warten noch ein gutes Stündchen im Regen bei einem Kaffee ab, bevor wir uns dann in die Flucht wagen. Das Wetter und ich werden auf alle Fälle heute meine Freunde werden. Ist das alles, was du drauf hast? Und so fahren wir noch ein kleines Stückchen. Bis wir schließlich in Gerloch ankommen. Im nächsten Video gibt es dann den letzten Abschnitt der North Coast 500, der uns unter anderem über den gefährlichsten Pass Schottlands, den Gerlach-Nabar Pass, führt. Bleibt dran und vergesst das Abo nicht.